Wusstest du, dass Deutsch fast zur Weltsprache gewählt worden wäre, statt Englisch? Hallo Freunde, ich heiße Mirk und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem allerersten Podcast. Wie schön, dass du dabei bist. In diesem Podcast lernst du Deutsch Schritt für Schritt. Wir verwenden einfache Wörter und kurze Sätze. Der Podcast ist perfekt für alle, die gerade mit Deutsch anfangen. Vielleicht ist das hier sogar deine allererste Deutschstunde und das ist völlig okay. Wir sprechen langsam und deutlich, damit du alles gut verstehst. Ideal, wenn du auf A1 Niveau bist oder einfach leichtes Deutsch hören möchtest. Du kannst diesen Podcast zu Hause hören, unterwegs oder abends vor dem Schlafen. Mach dir einen Tee oder einen Kaffee und lern ganz entspannt mit uns mit. Sprachen sind wie magische Schlüssel. Sie öffnen Türen zu neuen Ländern, Menschen und Geschichten. Deutsch ist die Amtssprache in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Auch in Teilen Belgiens und Norditaliens wird Deutsch gesprochen. Weltweit sprechen etwa 130 Millionen Menschen Deutsch. Das ist ganz schön viel. Vielleicht kennst du jemanden, der Deutsch spricht. Oder du willst einmal nach Deutschland reisen oder dort leben. Deutsch zu lernen hilft dir, mit Menschen in Deutschland zu sprechen. Du lernst, wie man sich unterhält, gemeinsam lacht und Dinge miteinander macht. Du hörst Deutsch in Liedern, Filmen, Serien und auf YouTube. Vielleicht kennst du Rammstein, Mark Forster oder Helene Fischer, sie singen alle auf Deutsch. Wenn du die Sprache lernst, kannst du ihre Texte besser verstehen und mitsingen. Auch in deutschen Filmen, Kindersendungen oder Podcasts hört man Deutsch. Wenn du die Sprache verstehst, macht das Zuschauen gleich viel mehr Spaß. Und natürlich gibt es im Internet viele deutsche Inhalte, Webseiten, Spiele, Nachrichten oder Werbung. Alles auf Deutsch. Wenn du Deutsch kannst, findest du noch mehr interessante Sachen online. Jede Sprache hat ihre eigenen Feste, Geschichten und Traditionen. Wenn du eine Sprache lernst, verstehst du auch die Kultur viel besser. Vielleicht hast du schon mal Bratwurst, Brezen oder Sauerbraten gegessen. Oder du hast von Karneval, dem Oktoberfest oder dem Tag der deutschen Einheit gehört. Deutsch zu lernen bedeutet auch, mehr über das Leben in Deutschland zu erfahren. Was essen die Menschen? Was feiern sie? Wie sprechen sie miteinander? Wusstest du, dass viele weltberühmte Künstler, Denker und Musiker aus Deutschland kommen? Zum Beispiel Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach und Albert Einstein. Oder auch Goethe, Hannah Arendt, Nena, Tokio Hotel und Kraftwerk. Von klassischer Musik bis Elektropop. Deutschland hat kulturell viel zu bieten. Mit der Sprache verstehst du alles noch besser. Stell dir vor, du reist nach Berlin, München oder Hamburg. Du willst etwas bestellen oder jemanden etwas fragen. Dann ist es praktisch, wenn du ein bisschen Deutsch kannst. Du kannst sagen, einen Kaffee bitte. Wo ist der Bahnhof? Wie viel kostet das? Die Leute werden dich verstehen und meistens freundlich antworten. So fühlst du dich sicherer in einem fremden Land. Wenn du dich verläufst, kannst du nach dem Weg fragen. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich besser ausdrücken. Reisen mit Deutsch ist einfacher, spannender und macht mehr Spaß. Viele Menschen lernen Deutsch, weil sie in Deutschland arbeiten möchten. Vielleicht möchtest du später
in einem Geschäft, Restaurant oder Hotel arbeiten. Oder du arbeitest schon in Deutschland und willst dich besser verständigen. Wenn du Deutsch sprichst, hast du bessere Chancen auf einen guten Job. Viele Unternehmen suchen Menschen, die Deutsch und andere Sprachen sprechen. Auch in internationalen Firmen ist es sehr hilfreich, wenn du Deutsch kannst. Du kannst dich besser mit Kollegen und Kunden unterhalten. Und das gibt dir mehr Selbstvertrauen im Beruf. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ganz schön viel. Aber du musst nicht alles auf einmal lernen. Deutsch lernen geht Schritt für Schritt. Ein bisschen üben jeden Tag reicht schon. Hör dir einfache Sätze an. Wiederhole neue Wörter laut. Benutze sie in Sätzen wie: Hallo, ich bin glücklich. Heute regnet es. Ich habe eine Katze. Hab Spaß beim Lernen. Sing ein deutsches Lied mit, schau ein Video oder sprich mit dir selbst. Es klingt komisch, aber es funktioniert. Willst du dein Deutsch verbessern? Dann lies einfache Texte mit Bildern. So verstehst du die Bedeutung der Wörter schneller. Auch Schreiben hilft dir sehr. Schreib jeden Tag 2 oder 3 Sätze über deinen Tag. Zum Beispiel: Heute war ich im Supermarkt. Ich habe ein Buch gelesen. Es war kalt, aber ich hatte eine warme Jacke an. Wenn du schreibst, merkst du dir Wörter besser. Und wenn du sprichst, auch wenn du alleine bist, verbesserst du deine Aussprache. Sprich langsam und deutlich. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Eine neue Sprache zu lernen braucht Zeit. Das ist ganz normal. Manche Tage laufen gut, an anderen Tagen ist es schwerer. Das gehört dazu. Bleib ruhig, mach weiter und übe jeden Tag ein bisschen. Heute 5 Minuten, morgen 10, das ist schon genug. Und denk dran, Fehler machen ist völlig okay. Alle machen Fehler. Genau so lernt man. Lach über deine Fehler und probier es nochmal. So wirst du jeden Tag ein bisschen besser. Du hast es bis zum Ende geschafft. Super gemacht. Hat dir dieser Podcast gefallen? Hat er dir geholfen? Dann klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und teile diesen Podcast mit deinen Freunden. Erzähl ihnen, dass du Deutsch lernst. Vielleicht wollen sie ja auch mitmachen. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Lernen. Du schaffst das.